Hi, heute habe ich einen interessanten Fall. Der Cut wurde geklaut und der Wagen ist deswegen ein Totalschaden. Wie sowas geht? Gleich nach dem Intro. Das ist das gute Stück, um was es geht. Ein roter New Beetle von einer entfernten Bekannten. Die kam eines Tages in die Tiefgarage und startete den Wagen wie jeden Morgen, um zur Arbeit zu fahren. Aber an diesem Morgen hörte sich der Wagen an wie ein Rennwagen. Der röhrte wie verrückt. Der Cut wurde über Nacht geklaut. Soweit so gut oder nicht gut. Sie ist auf den Wagen angewiesen und braucht ihn täglich. Also schleppte ihr Mann den Wagen in die Werkstatt um die Ecke und die schweißten ein Flexrohr ein, damit sie erstmal weiterfahren kann, bis das Geld von der Versicherung da ist und man es dann richtig reparieren lassen kann. Ja, ich weiß, sowas darf man nicht machen, das ist strafbar. Aber ich habe leider erst jetzt davon erfahren. Ich hätte ihr davon selbstverständlich abgeraten, was ich jetzt auch gemacht habe und habe den Beetle zu mir in die Werkstatt geschleppt. Ich würde sagen, heben wir den mal hoch und schauen uns mal an, was da los ist. Jetzt sieht man schon den ganzen Schlamassel. Die Lambda-Sonde haben sie auch gleich mit abgeschnitten. Hatten wohl keinen Lambda-Sondenschlüssel mit gehabt. Hier an der Position saß der Cut. Den haben die vorne und hinten abgeschnitten. Das Hitzeschutzblech haben die Idioten auch gleich mit angesägt. Alles schön und gut. Aber worüber ich staune, ist Folgendes. Normalerweise endet das Rohr vom Mitteltopf ungefähr hier. Die haben aber den Cut hier weggeschnitten. Die Werkstatt hat aber das Rohr vom Mitteltopf hier weggeschnitten. Verstehe ich nicht. Warum haben die nicht einfach hier was angepasst, was hier reingeht und dann hier verschweißt? Es gibt echt komische Leute. Unfassbar. Jetzt brauchen wir nicht nur ein Hosenrohr mit einem Cut, sondern auch noch einen Mitteltopf. Na, schönen Dank auch. Dass etwas heutzutage geklaut wird, gehört ja heute mit zum Leben, kennt man. Für so einen Fall ist man aber versichert. Und die Versicherung hat den Schaden nicht zu knapp kalkuliert. Alles schön nach Original-VW-Preisen. Und sie will den Wagen ja auch behalten. Also muss ich den für sie wieder fit machen. Es sind auch noch andere Dinge fällig, wie zum Beispiel der Zahnriemen oder die Ventildeckeldichtung oder. Ich sage euch auch gleich, was die Versicherung kalkuliert hat. Ich suche mal schnell den Zettel. Hier habe ich es mir aufgeschrieben. Die Zahlen für den Cut inklusive Hosenrohr 1.198,99 Euro. Der Einbau kostet 178,25 Euro. Die Lambda-Sonde 254 Euro. Der Einbau 27,50 Euro. Das Wärmeschutzblech 105,22 Euro. Die Arbeit inklusive Kleinmaterial 43,80 Euro. Sind 1.807,76 Euro. Da kommen noch 19% Märchensteuer von 343,47 drauf. Das macht dann eine Gesamtsumme von 2.151,23 Euro. Das haben die kalkuliert, was es kosten würde, wenn man den Wagen im Originalzustand bringen würde. Also schon nicht wenig Geld. Das Problem ist nur, dass sie das Geld nicht bekommt, weil der Wiederbeschaffungswert für den New Beetle in dem Zustand ohne TÜV bei 1.200 Euro liegt. Was bedeutet das jetzt genau? Der Wagen ist ein wirtschaftlicher Totalschaden, weil die Reparaturkosten über dem Wiederbeschaffungswert liegen. Somit bekommt sie nur die 1.200 Euro. Mit dem Geld kann man den Wagen wieder flott machen. Das würde ich hinkriegen mit allem drum und dran. Aber wer die Versicherungen kennt, weiß, dass sie nicht gerne zahlen. Und die haben den Wagen in eine sogenannte Aufkäuferauktion gegeben. Was bedeutet das schon wieder? Das bedeutet, dass quasi jeder Schrottplatz, also quasi jeder, der sich in diesem Portal angemeldet hat, den Beetle kaufen kann in der Region Berlin. Und der Höchstbietende liegt bei 400 Euro. Das heißt jetzt, die Versicherung bezahlt nur noch 800 Euro. Und wenn man die restlichen 400 Euro haben möchte, muss man den Wagen beim Höchstbietenden abgeben. Na, schöner Mist. Sie will ihren Beetle natürlich behalten. Also habe ich nur noch 800 Euro, um den Wagen wieder flott zu machen. Das wird ja sportlich. Aber ich habe ihr versprochen, dass ich das hinkriege. Müsste zu schaffen sein, oder? Ich habe mal eine Liste gemacht, was alles gemacht werden muss. Cut mit Hosenrohr, Mitteltopf, Lambda-Sonde, Zahnriemen mit Wasserpumpe, Bremsscheiben und Belege vorne, Bremsscheiben und Belege hinten,
Alle Bremsschläuche müssen neu, sind alle porös. Ventildeckeldichtung, Ölwechsel mit Filter, Zündkerzen, Benzinfilter, Luftfilter, Innenraumfilter, Keilrippenriemen, TÜV und AU. Oh Mann, das ist wirklich eine ganze Menge. Und das alles für 800 Euro? Ich werde es schon irgendwie schaffen. Sie braucht ja ihr Auto unbedingt. Ich gebe mein Bestes. Wie das Leben so spielt. Man hat gar keine Schuld und einem wird wegen ein paar Euro das Leben schwer gemacht. Weil der Dieb keine Skrupel hat, vergreift er sich einfach an fremden Eigentum. Wie kann dieser Mensch überhaupt noch schlafen? Was ist das für ein Mensch, der sowas macht? Ich kann es nicht verstehen. Mich würde eure Meinung zu dem Thema interessieren. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. So, das war's doch schon wieder für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal, eure Gina.